Gleich mal etwas Persönliches heute zu Anfang. Einige von euch haben geschrieben, du magst so viel Elvis 70er Jahre, mach doch mal Elvis in den 50ern, Elvis in den 60ern. Nun, letzte Woche haben wir uns mit Elvis in den 60s beschäftigt, mit dem Lost Album, und heute gehen wir zurück in die 50er Jahre. Denn ihr habt völlig recht, das war die Zeit, in der Elvis alles veränderte. Darum heute das Jahr 1956, Elvis Presleys Durchbruch im amerikanischen Fernsehen. Here's Elvis Presley. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von In Elvis Veritas. Ich bin wieder Gerd und heiße euch am Sonntagabend um 18 Uhr oder wann immer ihr dieses Video euch anseht, ganz herzlich willkommen. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, es gibt frische News für alle Elvis-Fans, und zwar geht es um den Film, der momentan alle Elvis-Fans bewegt, Epic, Elvis Presley in Concert von Baz Luhrmann, und es gibt gute Nachrichten, denn mittlerweile hat es einen Verleiher gegeben, der diesen Film sozusagen in den Handel bringt, in die Kinos bringt. Das ist Universal Pictures, also ein ganz namhafter Verleiher, und wir können uns da freuen, dass wir diesen Film im Januar 2026 in den Kinos weltweit sehen werden. Wann er in dein Kino kommt, kann ich dir natürlich nicht sagen. Ob er überhaupt in dein Kino kommt, auch das weiß ich nicht. Aber Fakt ist, der Film hat einen Verleiher gefunden und damit wird er auf den Markt kommen, und das sind hervorragende Aussichten für uns. Jetzt aber zur eigentlichen Episode heute. Ja, man spricht von Elvis Presley ja auch immer von einem kulturellen Phänomen. Nicht nur alleine seine Musik, sein Charisma als Sänger, sondern auch, was er ausgelöst hat mit seiner Musik, mit seinem Erscheinungsbild und vor allem in der Anfangszeit mit seinen Auftritten. Und das werden wir uns heute mal ein bisschen näher ansehen. Das Phänomen Elvis Presley im amerikanischen Fernsehen. Wie war dieser Aufstieg, dieser sensationelle Aufstieg zum Superstar überhaupt möglich? This is a Jackie Gleason Enterprises production, produced exclusively for Stage Show, starring those fabulous Dorseys, Tommy and Jimmy and their orchestra, and featuring the June Taylor Dancers and Elvis Presley. Sein nationaler Durchbruch begann relativ unscheinbar in einer Fernsehshow, die ja mit Quoten zu kämpfen hatte, die 1955 eingeführt wurde und eigentlich damals schon ein Relikt aus ihrer Zeit war, die Dorsey Brothers Stage Show. Jimmy und Tommy Dorsey waren zwei Bandleader, sie entstammten der Swing-Ära, sie waren auch in fortgeschrittenem Alter. Eigentlich nichts, was der moderne Fernsehzuschauer mehr sehen wollte. Es war ein Auslaufmodell, trotzdem konnte sich die Show am Anfang etablieren. Die beiden hatten einen guten Namen, sie hatten eine exzellente Big Band, keine Frage. Aber die Stage Show hatte schon nach kurzer Zeit mit Einschaltquoten zu kämpfen. Im Jahr 56, Anfang Januar 56, als Elvis Presley gerade zu RCA gewechselt war, die erste Aufnahmesession hinter sich gebracht hatte, da wollte Colonel Parker seinen Schützling vermarkten, und vermarkten hieß ihn ins Fernsehen bringen, und er verhandelte und Jackie Gleason, der ja der Produzent der Dorsey Brothers Stage Show war, ließ sich auf dieses Experiment ein, einen ganz neuen, unbekannten Sänger aus den Südstaaten in einer national weit ausgestrahlten Fernsehshow zu bringen, in der Hoffnung, dass Neugier entsteht, dass auch die Einschaltquoten in die Höhe gehen, und das gelang natürlich, und so verpflichtete man Elvis Presley für nicht weniger als 6 Auftritte in der Dorsey Brothers Stage Show. Ich habe diese Shows jetzt exemplarisch ausgewählt, und wir werden auch ein paar Ausschnitte sehen, weil diese Shows in meinen Augen etwas ganz toll zeigen, nämlich wie das Phänomen Elvis Presley von Woche zu Woche in Amerika bekannter wird. Das ist wie eine Lawine, die beginnt ganz klein und rollt dann den Berg hinunter und ist schließlich nicht mehr zu stoppen. Und so war es bei Elvis 1956, und die Dorsey Brothers mit ihren 6 Shows, in denen sie Elvis hintereinander brachten, mit einer Pause zwischen Februar und März. Diese 6 Shows zeigen sehr schön gerade an der Reaktion des Publikums, wie sich das Phänomen Elvis Presley ausbreitete.
Wir gehen in den 28. Januar 1956, der erste Auftritt von Elvis Presley, nicht nur in der Dorsey Brothers Stage Show, sondern sein erster Fernsehauftritt überhaupt. Und er eröffnete mit Shake, Rattle and Roll, Flip, Flop and Fly, ein DJ. Und das Publikum wusste überhaupt nicht, was es erwartet. Und so erleben wir auch einen, ja, doch stürmischen Elvis, der schon alles gibt, aber man sieht ihm seine Nervosität an. Und vor allem das Publikum, man hört es kaum, es gibt Applaus, begeisterten Applaus, ja, aber von irgendwelchen ekstatischen Fangeschrei, wie wir das später, wir werden noch darauf kommen, erleben werden, ist hier noch gar nichts zu spüren. Man ist neugierig, ja, was ist das für ein Mensch, wo kommt der her, was macht der hier? Ja, also das war alles völlig neu und das kann man diesem Auftritt schön sehen. Wir schauen mal rein. Well, let's shake, rattle and roll. Wir springen gleich in den dritten Auftritt, den Elvis in der Dorsey Brothers Stage Show hatte. Am 11. Februar 56 trat er auf mit Heartbreak Hotel. Insofern eine Rarität, diese Aufnahme, weil Elvis hier von der Big Band begleitet wird, von den Dorsey Brothers, und sonst haben die immer nur beim Schlussakkord seiner Stücke einen Ton gespielt, aber hier hat man komplett Heartbreak Hotel begleitet und nicht nur das, man hat das Gitarrensolo, das dieser Song ja hat, durch ein Trompetensolo ersetzt. Muss man gehört haben, sehr interessant, aber auch hier die Publikumsreaktion eher verhalten, man wusste noch nicht so recht, was macht der jetzt, ist das ein Jazzsänger, ist das Swing, Country, was macht er? Also man merkt, man spürt regelrecht die Ratlosigkeit der Fernsehzuschauer, auch des Publikums im Saal. Ja, gut ein Monat ist jetzt vergangen. Wir springen in den 5. Auftritt von Elvis in der Dorsey Brothers Stage Show. Und jetzt muss in diesem Monat etwas passiert sein. Ich werde gleich darauf kommen, was. Warum hier jetzt das Publikum völlig ausflippt. Also die Zuschauer, die jetzt im Publikum sitzen, die wissen jetzt, wer Elvis Presley ist. Und sie wissen, was sie erwartet. Und sie sind begeistert. Heartbreak Hotel, der direkte Vergleich zur Show vom 11. Februar. Jetzt die Show vom 17. März. Heartbreak Hotel, völlig andere Fassung und ein Publikum, das sozusagen vollständig ausflippt. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel. Ja, in nur einem Monat hatte sich die Stimmung komplett gedreht. Aus Neugier und Höflichkeit wurde blanke Hysterie. Was war in diesem Monat geschehen? Es hat was mit Heartbreak Hotel zu tun, deswegen habe ich diesen Song auch ausgewählt. Innerhalb dieses Monats kam dieser Song nämlich in die Top 20 der amerikanischen US Billboard Charts und stieg unaufhörlich auf. Und das brachte natürlich Airplay in den Radiostationen und das brachte neues Interesse der Zuschauer und man merkt es regelrecht. Viele hatten schon die Platte, hatten sie schon gehört, waren begeistert von dieser tollen Nummer, eigentlich eine Bluesnummer, Heartbreak Hotel. Ja, und jetzt stand Elvis auf der Bühne und nicht nur, dass er diesen Song wild und ungestüm vortrug, nein, auch noch seine Bewegungen, die das Publikum zum Ausflippen brachten. Elvis trat dann noch einmal eine Woche später bei den Dorsey Brothers auf. Der Auftritt war ähnlich, wir müssen jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber dann kam ein Auftritt, der in die Geschichte einging. It's the Milton Berle Show. Brought to you live in full color and compatible black and white from Burbank, California. With Milton's guests, America's newest singing sensation, Elvis Presley. Am 5. Juni 1956, also man kann sagen 2 Monate später fast, kam der Moment, der Amerika schockierte. Elvis war zu Gast bei dem Comedian und Showmaster Milton Berle. Er hatte ihn unter Vertrag genommen. Er hatte auch mitbekommen, was bei den Dorsey Brothers los war, wie sich das Ganze entwickelt hat und wollte Elvis in seiner Show haben. Es ging wie immer im Fernsehen um Einschaltquoten, damit auch um Werbeeinnahmen, keine Frage. Und so
war Elvis am 5. Juni 56 zu Gast und Milton Berle ließ ihn machen, was er wollte. Er ließ ihn Hound Dog singen und Elvis ohne Gitarre erstmals nur am Mikro. Scotty Moore, Bill Black, DJ Fontana im Hintergrund liefern eine raue Version ab von Hound Dog. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Er sang den Song aber nicht einfach nur runter, er brach in der Mitte ab, nahm das Tempo heraus, machte eine langsame Passage und dann kam es zu diesen Bewegungen, die Elvis machte, die im Jahr 1956 einen wahren Skandal in Amerika auslösten. Seht selbst. You ain't nothing but a hound dog. Man kann trefflich spekulieren, ob Elvis eigentlich bewusst war, was er da zeigt mit seinen Bewegungen oder ob es einfach nur, und das glaube ich ihm, er hat es ja immer gesagt, einfach nur er nicht stillstehen kann und halt das macht, was gerade zu dem Song passt. Aber nichtsdestotrotz im konservativen Amerika der 1950er Jahre löste dieser Auftritt einen riesen Skandal aus. Er brachte ihm den Namen ein, Elvis the Pelvis, Elvis das Becken, und das Magazin Variety schrieb, too suggestive for TV, also zu suggestiv, zu beeinflussend für das Fernsehen, und damit meinte man natürlich die Zielgruppe der Jugendlichen und der Kinder. Es war ja eine Familienshow, die Milton Berle Show. Ja, und damit war im wahrsten Sinne des Wortes der Skandal ausgelöst. Die Presse nannte Elvis daraufhin einfach nur obszön und Prediger, besonders im Bible Belt in den Südstaaten, sprachen von moralischem Verfall einer ganzen Generation. Und die Teenager, sie kreischten immer lauter. Ja, man kann sagen, das war eigentlich nicht nur Musik, das war auch nicht nur ein Auftritt, das war eine Revolution auf zwei Beinen, live im amerikanischen Fernsehen. Nun hatte Milton Berle mit Elvis natürlich auch super Einschaltquoten erzielt und jetzt kam ein anderer Showmaster, Steve Allen. Ihm ging es ähnlich wie den Dorsey Brothers, seine Show dümpelte etwas dahin, er brauchte eine zugkräftige Nummer und so kam er auf Elvis. Er hatte ihn in der Milton Berle Show gesehen, er hatte auch den Skandal mitbekommen, seine Berater waren verunsichert, soll man diese Skandalnudel wirklich ins Programm reinnehmen, macht das nicht die Show kaputt, aber Steve Allen sagte nein. Und wenn es ein Skandal ist, dann bringt es Einschaltquoten. Letztlich sind wir wieder beim Thema, geht es ja nur um die Einschaltquoten und um die Werbeeinnahmen. So wollte Steve Allen aber etwas vorbeugen und sagte Elvis als ein neues Comeback an. Well, you know, a couple of weeks ago on the Milton Berle Show, our next guest, Elvis Presley, received a great deal of attention, which some people seem to interpret one way and some viewers interpret it another. Naturally, it's our intention to do nothing but a good show. We want to do a show the whole family can watch and enjoy, and we always do. And tonight we are presenting Elvis Presley in his, what you might call his first comeback. And at this time it gives me extreme pleasure to introduce the new Elvis Presley. Here he is. Er ließ ihn in einen Frack stecken, Zylinder, Frack, Fliege und ließ ihn Hound Dog singen zu einem Bassett. You ain't nothing but a hound dog. Aber jeder durchschaute das Spiel. Allen voran Elvis, der über diesen Auftritt selbst empört war. Er musste ihn mitmachen, Colonel Tom Baker bestand darauf, aber er fühlte sich furchtbar unwohl dabei. Er hatte das Gefühl, sich das erste Mal wirklich verkauft zu haben, was auch stimmt, kann man tatsächlich so sehen. Aber es sollte den Triumphzug nicht aufhalten, denn auch die Fans wussten, das macht er jetzt nur, damit es nicht wieder Ärger gibt im Fernsehen, aber sie kauften die Platte, sie wussten, wie Elvis wirklich war, sie hatten ihn bei Milton Berle, bei den Dorsey Brothers gesehen und sie wussten, was er drauf hat und was er für ein Typ ist, und natürlich gab Elvis ja auch Live-Konzerte in dieser Zeit, also die Reise war nicht aufzuhalten. The Ed Sullivan Show.
Das Nummer 1 Unterhaltungsformat im damaligen amerikanischen Fernsehen war aber weder Steve Allen noch Middleton Berle noch die Dorsey Brothers, es war Ed Sullivan mit seiner Show. Diese Show, die übrigens bis Anfang der 70er Jahre im US-amerikanischen Fernsehen lief, sonntags 18 Uhr bzw. 21 Uhr Eastern Time, Pacific Time. Wir müssen ja mal die Zeitverschiebung berücksichtigen in Amerika. From Coast to Coast ausgestrahlt, also in den ganzen USA zu sehen. Und Ed Sullivan hatte natürlich mitbekommen, dass seine Konkurrenten, die eigentlich für ihn keine Konkurrenten waren, er war klar die Nummer 1, dass sie sich mit Elvis aber in den Einschaltquoten zum Teil über ihn schoben. Und das ging natürlich für ihn gar nicht. Und so gesehen wollte er Elvis Presley einladen. Er hatte nur dummerweise in einem Interview gesagt, diesen Rübel werde ich nicht mal mit einem Stock anfassen. Sinngemäß jetzt zitiert, bitte legt mich jetzt nicht auf die einzelnen Worte fest. Ja, und trotzdem blieb ihm aber nichts anderes übrig. Wir sind wieder beim Thema Einschaltquoten, Werbeeinnahmen, Zwinker. Und er musste Elvis unter Vertrag nehmen. We've signed Elvis Presley to make his first appearance on our show on September 9th. Und das tat er auch, aber beim ersten Auftritt war Ed Sullivan gar nicht anwesend. Er lag im Krankenhaus. Viele behaupteten damals, er ließ sich vertreten. Es war nur ein Vorwand. Das weiß ich nicht. Ich will auch hier keine Verschwörungstheorien verbreiten. Es ist auch letztlich unerheblich. Fakt ist, dass in der ersten Show Charles Lawton diese Show moderierte und es kam zu einer interessanten Szene. Er sagte, dass Ed Sullivan an Elvis 4 goldene Schallplatten überreichen möchte für seine Hits, die er bis dahin schon hatte. Und er erwähnte auch, dass 4-mal diese Platten jeweils über 1 Million Mal verkauft worden waren. Und dass dies in Amerika ein einmaliger Rekord war, zumindest innerhalb dieser kurzen Zeit. Wir sprechen ja immer noch von wir sind jetzt im September 56, also in einem Zeitraum von 9 Monaten sprechen wir jetzt. Und da ist es, weiß Gott, wirklich ein absoluter Rekord gewesen. Ja, aber Charles Lawton hat diese goldenen Platten nicht überreicht, er hat sie nur gezeigt und hat gesagt, dass das Ed Sullivan dann übernehmen wird. Now these gold records, 4 of them, have been awarded to a singing star that you're going to meet in a moment. Away to Hollywood to meet Elvis Presley. Und so kam es zum ersten Auftritt von Elvis in der Ed Sullivan Show, aber etwas hatte man trotzdem gemacht, das später Elvis immer genüsslich in seinen Live-Konzerten dem Publikum erzählt hat. Man filmte ihn nur noch von der Hüfte an aufwärts. Alles, was unterhalb der Hüfte war, blieb den Kameras verborgen, zumindest in der ersten Show. Dieser Auftritt von Elvis Presley wurde von 60 Millionen Amerikanern gesehen, einem neuen Zuschauerrekord mit einem Marktanteil von 82%. Ein Rekord, der bis zum Jahr 1964 stehen blieb. Erst die Beatles waren die nächsten, die diesen Rekord einstellten und nochmal brachen, wobei man aber fairerweise dazu sagen muss, dass 1964 bereits wesentlich mehr Menschen einen Fernseher hatten als 1956, aber ich will jetzt den Beatles-Erfolg nicht schmälern, versteht mich richtig, wir müssen das nur immer sachlich korrekt einordnen. Ja, liebe Freunde, 1956, das war das Jahr, in dem Amerika sich selbst neu erfand. Elvis war der Auslöser, das Fernsehen der Verstärker. Und die Jugend, sie war plötzlich laut, was man von ihr bis dato gar nicht kannte. Und jetzt, fast 70 Jahre später, sprechen wir immer noch darüber. Und wenn wir die Bilder sehen, sind wir mal ehrlich, sie hinterlassen immer noch Eindruck, auch nach der ganzen langen Zeit. Und das, liebe Freunde, ist wahre Wirkung von einer wahren Legende. Ja, soweit zum Aufstieg von Elvis im amerikanischen Fernsehen, ein kulturelles Phänomen, und es war spannend zu sehen in diesem Jahr, wie sich das Ganze entwickelt hat, und es ist toll, dass wir diese Fernsehaufnahmen haben, weil wir dadurch diesen Hergang, diesen Aufstieg von Elvis Presley gut rekonstruieren können. Ja, ich habe noch Neuigkeiten für euch in Sachen FTD Records. Es wird eine neue Veröffentlichung geben, und zwar ist für den November angekündigt, für die Vinylfreunde wieder unter euch, Schallplattenfreunde, FTD Vinyl, Good Times,
The Outtakes. Das bezieht sich auf das Album Good Times von 1974 und da wird es eine Doppel-LP geben mit Outtakes. Die gab es schon einmal, das ist korrekt. Ich glaube im Jahr 2016 ist quasi eine Neuauflage, allerdings mit einem anderen Cover. Wer also von euch daran Interesse hat, das sind ja immer begehrte Sammlerstücke, diese FTD-Vinyls. Ich habe mittlerweile auch viele, aber natürlich bei weitem nicht alle. Dem kann ich diese Veröffentlichung nur wärmstens empfehlen. Ja, soweit meine heutige Show. Toll, dass ihr wieder mit dabei wart. Nächsten Sonntag sehen wir uns wieder. Wie immer, 18 Uhr könnt ihr mit dabei sein, hier auf In Elvis Veritas. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Seid Gott befohlen. Auf Wiedersehen und bleibt gesund. Euer Gerd. Long live the King. You like that, huh?